Was geht ab, Leute? Janek, mein Name und willkommen zu einem neuen Video. Seitdem ich mich für Tech interessiere und natürlich auch Videos mache, gibt es eine Marke, die mir immer wieder über den Weg gelaufen ist und auch meine Neugier geweckt hat. Und zwar reden wir hier von dem guten Enfant Levé. Nicht nur das Gesamtdesignkonzept hat mich immer sehr angesprochen und das Aussehen generell, sondern auch die Faktoren Made to Order, aber auch, dass man die einzelnen Materialien seiner Garments selber auswählen kann, bevor man diese kauft. Der Slogan Made to Order mag für viele nichts wirklich Besonderes sein, aber ich fand den Gedanken dahinter, dass man ein Kleidungsstück nur dann herstellt, wenn es auch wirklich bestellt wird, schon immer sehr, sehr nice. Man hat am Ende theoretisch ein Kleidungsstück, welches es nur einmal so auf der Welt gibt. Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, war am Anfang der Preis immer noch so der Grund, weswegen ich nicht wirklich mich dazu überwinden konnte zu bestellen. Aber dann kam auf techwear.com das Interview mit dem Gründer von Enfant Levé, Michael van Diem, raus, wo er dann wirklich das Grundkonzept der Marke erklärt hat und wie Dinge so funktionieren, wie sie halt in der Marke funktionieren. Und nach diesem Interview habe ich dann auch zu mir selber gesagt, okay Janek, so, wenn nicht jetzt, wann dann? Du suchst jetzt ein kleines Stück aus und bestellst es. Du wolltest es schon so lange haben. Jetzt ist der Zeitpunkt. Natürlich begann dann die Qual der Wahl, okay, was für ein Kleidungsstück brauche ich wirklich und was für ein Kleidungsstück möchte ich kaufen? Also soll es eine Hose aus Sheller Dry Skin sein? Soll es eine Jacke sein? Wenn es eine Jacke wird, okay, aus welchem Material? Für welche Jahreszeit? Frühling, Sommer, Winter? So, dann kam aber der gute Anton um die Ecke mit seinem Video Why You Need a Bomber Jacket und dann war es für mich klar, yo, es wird die Esekita Bomber Jacket von Enfant Levé. Hier haben wir das gute Stück. Wie so eine Bomber Jacket? Bomber Jackets sind super einfach zu stylen. So, Bomber Jackets passen in super viele Outfits rein. Und ja, einfach der Look hat mich sehr, sehr angesprochen. Ein slightly futuristischen Look, aber auch einen sehr brutalistischen Look, den ich ja schon immer sehr gefeiert habe. Und dann noch Sturz-Ether-Proof, also das Material, aus dem die Jacke hergestellt ist. Wieso genau das? Einfach, wir haben Winter, die Jacke sollte warm sein und sie sollte natürlich auch wetterfest sein und Wind und ja, Regen standhalten. Und da dies mein erstes High-End-Kleidungsstück ist, also im High-End-Preisbereich, dachte ich mir, ich hau da mal ein Review für euch raus, einfach um euch zu zeigen, okay, lohnt sich es jetzt, so viel Geld für so eine Jacke auszugeben und was ist wirklich der Unterschied zu Jacken, die vielleicht nur ein Drittel, ein Viertel oder sogar noch weniger kosten als diese hier. Die Esekita Bomberjacke gibt es aber in 3 Varianten, einmal in schwarz, Kohltide grün und dann noch in einem sehr dunklen Blau, also die Variante, die ich jetzt hier habe, aus Sturz-Ether-Proof. Sturz-Ether-Proof ist ein Material, welches in der Schweiz hergestellt wird, aus 100% Baumwolle und es ist sehr, sehr atmungsaktiv, bis zu einem beachtlichen Maß regendicht und komplett windundurchlässig. Dieses Material wird zum Beispiel auch von Acronym verwendet in der J36S. Das S steht hier für Sturz-Ether-Proof und wir sind hier bei einem Preis bei der Esekita Bomber Jacket von 600 €. Typisch für Enfant Levé hat man hier auch ein sehr, sehr brutalistisches Design. Also diese Jacke hat fast schon einen kastenförmigen Look und dieser wird auch nochmal unterstützt durch die Ecken und Kanten der Floating Pocket, aber auch der Cargo Pocket an der Seite. Ihr richtiges Potenzial entfaltet die Jacke meiner Meinung nach, wenn man sie offen trägt. Sie hat unter dem Hauptreißverschluss noch die Möglichkeit, die Jacke zuzuknöpfen und dies erzeugt den sogenannten Layered Look, also als hätte man noch mehrere Schichten drunter, auch wenn man nur ein T-Shirt drunter trägt. Bei den Produktbildern wird man auch merken, dass die meisten Models ein Oversized-Shirt drunter anhaben, was einfach der Jacke bzw. diesem Layered-Look nochmal sehr, sehr entgegenkommt. Wie eben angesprochen, haben auch Bomberjacken ein sehr klassisches, aber auch ikonisches Design und lassen sie wirklich in sehr, sehr viele Outfits mit einbringen. Also wenn man mal auf den Markt guckt, heutzutage hat irgendwie jede Marke eine Variante der Bomberjacke mit am Start. Also sei es Nike, Adidas oder Marishi zum Beispiel. Man kann es ein bisschen ausgefallener machen, mit zum Beispiel der Ride Division Nullos Pants und den North Face Schuhen. Dann hat man wirklich einen sehr, sehr großen Differenzierung zwischen der oberen Hälfte des Outfits und der unteren Hälfte. Oder macht das Ganze ein bisschen schlichter mit einfach nur einer schwarzen Uniqlo Cargo Pants zum Beispiel und den Adidas Bounce Schuhen. Ergibt trotzdem eine sehr schöne, brutalistische, aber auch simple Silhouette. Wie eben schon erwähnt, kommt das Material, also Sturz-Ether-Proof, aus der Schweiz, ist komplett wetterfest und bezeichnet sich auch als das weltweit wirksamste Allwettergewebe. Es ist zu 100% aus Baumwolle. Bei der Jacke war auch eine kleine Karte dabei, in der der ganze Stoff auch nochmal erklärt wurde und natürlich auch die Eigenschaften. Da ist dann sowas bei wie Strapazierfähigkeit, windundurchlässig, im beachtlichen Maß regenfest, aber auch natürlich atmungsaktiv. Ihr müsst euch das so vorstellen, das Gewebe ist im Kreuz gewebt sozusagen, also die Fäden. Und die Fäden, die von oben nach unten gehen, sind doppelt. Heißt, wenn da Wasser raufkommt, saugen sich diese Fäden voll und blockieren sozusagen, dass das Wasser auf die Unterschichten durchdringt. Das hält dann so ungefähr 4 bis 6 Stunden, bis das Wasser natürlich auch dann irgendwann durchdringt. Aber um ehrlich zu sein,
So eine Jacke würde ich jetzt nicht tragen, wenn ich 6 Stunden lang im Regen stehen möchte. Wenn ich 6 Stunden lang im Regen stehen möchte, würde ich dann doch eher zum Beispiel auf sowas wie Gore-Tex zurückgreifen. Also dadurch, beziehungsweise wenn man bedenkt, dass diese Jacke hier, beziehungsweise der Stoff aus 100% Baumwolle ist das schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Der Aufpreis gegenüber normalen Stoffen entsteht ja natürlich auch deswegen, dadurch, dass die Herstellung deutlich aufwendiger ist als zum Beispiel ein normales Baumwoll-T-Shirt. Also da werden zum Beispiel bestimmte mechanische Webstühle gebraucht und auch man bezahlt die Forschung im gewissen Maße immer noch mit. Also klar, der Stoff tut, was er tun soll, aber es wird immer noch weiter geforscht, wie man den Stoff noch weiter verbessern kann und vielleicht nochmal Features hinzufügen kann. Hier auch nochmal ein großes Dankeschön an den Kollegen So Much Black, der mir diese ganzen Informationen zur Verfügung gestellt hat. Das macht mir wirklich die Recherche deutlich einfacher. Zum äußeren Stoff kommt dann auch noch die Thinsulate Isolierung hinzu, die euch natürlich warm halten soll und die macht die Jacke auch nochmal etwas schwerer als jetzt zum Beispiel eine normale Gore-Tex Shell. Also das Gewicht selber stört kein bisschen, wenn man die Jacke trägt. Man merkt es wirklich nur, wenn man die Jacke in der Hand hat oder vergleicht mit anderen Jacken, die ich zum Beispiel gekauft habe oder auch beim Auspacken. So, da merkt man wirklich, oh, so, ja, doch, die wiegt schon ein bisschen. Einziger Nachteil ist vielleicht die Fusselanfälligkeit der Jacke, aber ich lebe hier auch in, ja, wie soll man sagen, einer Extremsituation mit 2 Katzen und 2 Hunden. Und man muss halt sagen, ja, man sieht Haare und Fussel relativ schnell auf diesem Stoff und der Stoff scheint ja auch etwas, ja, anzuziehen, aber man geht da dann einfach mit einer Fusselrolle drüber und gelöst ist das Problem. Wenn man die Jacke dann das erste Mal anzieht, wird man auch merken, holy moly ist diese Jacke warm, weich, aber auch gemütlich. Also ich übertreibe hier wirklich kein bisschen. Der Stoff fühlt sich extrem gut an der Haut an und ist auch wirklich sehr warm. Also sobald man sie anzieht und nur ein paar Minuten wartet, wird man merken, wie die Thinsulate Isolierung reinkickt. Ich habe sie auch schon bei sehr niedrigen Temperaturen draußen getragen, also 5 Grad und niedriger, und muss sagen, mir wurde da wirklich kein bisschen kalt und selbst bei krassestem Sturm, dadurch, dass die Jacke halt windundurchlässig ist, muss man sich da wirklich auch nur im T-Shirt überhaupt keine Probleme machen. Auch im Regen habe ich sie schon austesten können. Ich war mit einem Kollegen in stärkstem Regen für circa eine Stunde draußen und als wir dann reinkommen sind, es ist wirklich kein einziger Tropfen durch. Also wirklich hat komplett standgehalten im Regen. Kein einziger Tropfen kam auch irgendwo durch und durch die YKK bzw. YKK Aquaguard Reißverschlüsse, die Firma hat zum Beispiel auch einen Sitz in Deutschland, da kam auch wirklich gar nichts durch und man ist wirklich gegen stärkste Wetterbedingungen ist man sehr gut geschützt. Kommen wir einmal zu den Taschen der Jacke. Da haben wir einmal oben an der linken Seite die Floating Pocket mit einem Hidden Zipper, dann an der rechten Seite die Cargo Pocket in sehr groß, eine Innentasche mit einem angewinkelten Reißverschluss und dann noch eine normale Handtasche sozusagen in der linken unteren Seite. Das Innenmaterial ist hier genau das gleiche wie auch bei dem Rest der Jacke, also wirklich sehr warm und sehr weich. Und die Reißverschlüsse sind ja auch genau die gleichen wie der Frontreißverschluss, heißt YKK Aquaguard. Braucht ein bisschen mehr Kraft, um sie auf und zu bekommen, aber dafür haben die Reißverschlüsse selber auch einen Self-Locking-Mechanismus. Man merkt wirklich so einen Klick, wenn sie zu sind und einen Klick, wenn man sie sozusagen aufhat. Und die Verarbeitung ist hier auch einfach 1A. Also da ist wirklich kein einziger Faden, der da irgendwie rausguckt. Die Reißverschlüsse sind wirklich perfekt verarbeitet. Die Floating Pocket hat einen Hidden Zipper, heißt man kann den Reißverschluss von außen nicht sehen. Und man muss die Tasche sozusagen erst ablösen von der Jacke, damit man an den Reißverschluss rankommt und kann diesen von außen nicht sehen. Das gibt noch diesen Stealth-Faktor mit in den Look rein. Diese Tasche benutze ich zum Beispiel sehr gerne für mein Smartphone, einfach weil es sehr schnell geht, diese Tasche auf und zu machen und das Smartphone sich auch sehr gut dann an die Brust ranschmiegt. Heißt, es fällt wirklich überhaupt nicht auf, wenn man das Smartphone in dieser Tasche drin hat. Ich habe zum Beispiel das Problem mit dem S20. Wenn ich das in der Hosentasche habe, denken Leute, als hätte ich da ein Tablet oder sowas in der Tasche drin. Das ist wirklich mit dieser Tasche sehr gut gelöst. Einziger Nachteil ist vielleicht der kleine Zipfel unten, wo man die Tasche sozusagen packt und von der Jacke abzieht, kann sich über Zeit, beziehungsweise, verbiegt sich so ein bisschen über Zeit. Heißt, man sieht, dass der oft benutzt wurde, aber ich bin ja auch ein sehr großer Perfektionist. Also ich glaube, ich bin da sehr eigen und Leute, die da von außen, oder normale Leute, die da von außen drauf gucken würden, denen wird sowas gar nicht auffallen. Die Cargo Pocket an der rechten Seite ist einfach insane groß. Also da könnt ihr gefühlt ein Auto drin parken. Und ja, in der Beispielfoto seht ihr da eine Switch, überhaupt kein Problem, die da rein und raus zu kriegen. Ich würde da nur nicht Dinge reinpacken, die größer sind und gleichzeitig eine runde Form zum Beispiel haben. Einfach weil das die Tasche sehr wölben würde und von außen vielleicht nicht ganz so hübsch aussieht. Die Innentasche ist einfach eine normale Innentasche, hat aber ein Detail, welches vielleicht vielen nicht sofort auffällt.
Und zwar ist der Reißverschluss im Winkel angenäht. Normale Innentaschen sind ja gerade, heißt man macht Jacke auf, von oben ran, Reißverschluss auf, in die Tasche rein, holt den Kram raus. Bei dieser Tasche ist es aber so, auf, Reißverschluss auf, holt den Kram raus, fertig. Man hat halt nicht diese Gelenkarbeit sozusagen, dadurch, dass halt die Tasche im Winkel angebracht ist und nicht in der Gerade sozusagen. Die normale Tasche an der linken unteren Seite ist halt einfach eine normale, wie ich sie nenne, Handtasche. So, wenn einmal die Hände kalt werden, kann man eine in die linke untere packen und die andere in die Cargo Pocket. Und dann sind die Hände auch eigentlich schon sehr, sehr schnell warm. Als weitere Features haben wir dann noch den Jacket Sling und das Branding selber. Der Jacket Sling ist ein Feature, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe und welches ich eigentlich immer haben wollte. Im Endeffekt aber gemerkt habe, oh, ist doch eigentlich nichts wirklich Spezielles und nur bedingt nutzbar. Also er funktioniert hier wirklich sehr, sehr gut. Mal ist es ein sehr gutes Feature, wenn man die Jacke zwischendurch mal abnehmen möchte und tragen möchte. Was jetzt im Winter zum Beispiel nicht der Fall ist, aber man kann den Jacket Sling auch abmachen. Einzige Nachteile, die entstehen können, man muss selber sehen, ob das jetzt ein großer Nachteil ist oder nicht, aber bei etwas kleineren Menschen, wie ich zum Beispiel, kann es passieren, bei anderen Jacken, nicht bei dieser, aber bei anderen, dass die Ärmel sehr, sehr weit runterhängen, wenn man den Jacket Sling dann benutzt und wenn man die Jacke auf dem Rücken trägt. Also es kann sein, dass dann Ärmel zum Beispiel fast schon in der Kniekehle liegt oder hängt. Was auch passieren kann, ich habe mich zum Beispiel öfter mal in ein Auto gesetzt und dadurch, dass der Jacket Sling, hier haben wir ihn einmal, das ist der gute, hat diese, Schnalle. Und wenn man sich ins Auto setzt, kann mal passieren, dass die Schnalle nicht so am Rücken anliegt, sondern so. Man setzt sich dann hin, Yikes! Und merkt, wie einem diese Schnalle in den Rücken drückt. Das ist dann aber relativ schnell gelöst, indem man sich dann halt einfach einen kurzen Biss bewegt und dann ist die Schnelle auch eigentlich schon wieder sehr schnell am Rücken angelegt und macht eigentlich schon wieder gar keine Probleme mehr. Also ich benutze ihn momentan nicht so viel. Gerade jetzt im Winter nehme ich ihn eher aus der Jacke raus, weil die Jacke werde ich einfach anlassen, dadurch, dass es so kalt ist. Aber ich denke mal, sobald es an die wärmeren Temperaturen geht, so sagen wir mal 15 Grad, dann werde ich ihn wieder anbringen, falls es dann mal ein bisschen zu warm wird, damit ich die Jacke dann auch zwischendurch abnehmen kann. Wo wir auch gerade beim Sitzen sind, also die Jacke liegt zum Beispiel ganz unten an der Hüfte sozusagen schon etwas enger an als normale Jacken und wenn man sich dann hinsetzt, kann es dadurch mal passieren, dass sich die ganze Jacke etwas nach oben drückt. Stotz Etherproof ist halt ein sehr stabiles Material und nicht ganz so bewegungsfähig wie jetzt zum Beispiel normale Baumwolle beim T-Shirt. Ist hier kein Problem, ist mir nur aufgefallen, dadurch, dass ich mich halt öfter mal ins Auto zum Beispiel gesetzt habe. Das Branding ist hier im Enfant de V-Stil auch sehr, sehr zurückhaltend. Also man hat im inneren Nacken ein kleines Enfant de V-Logo und auf der hinteren Seite hat man einen Silberring angebracht, der auch mal das Enfant de V-Logo repräsentieren soll. Dieses Branding finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Also ich bin kein großer Hater von Branding sozusagen. Also Off-White zum Beispiel macht es natürlich schon sehr brutal. Aber ich finde, wenn Branding richtig angebracht ist, kann es wirklich sehr, sehr gut zum Look beitragen. Dieser Silberring macht aber den ganzen Look, wenn man von hinten auf die Jacke guckt, auch nochmal deutlich interessanter. Aber weil Leute werden diese Jacke angucken und werden sehen, wieso ist da oben am Nacken ein Silberring angebracht? So, einfach deswegen finde ich super nice und dieses kleine Detail kann wirklich schon so viel ausmachen. Bezüglich Größe habe ich bei Jacken immer das Problem, dass ich etwas zwischen S und M habe. Also bei manchen Jacken ist M mir einfach zu groß, bei manchen anderen Jacken ist mir dann S einfach zu klein. Und gerade als ich dabei war, die Jacke zu bestellen, habe ich nochmal geguckt, was das Model denn trägt. Das Model war hier 1,88 groß und trägt Größe M. Also dachte ich, okay, mit 1,70 musst du dann bestimmt schon XS tragen. Ich habe dann den Kundenservice angeschrieben, habe gesagt, hey, ich bin so und so groß, wiege so und so viel, was würdet ihr mir empfehlen? Die meinten dann, die sollte M passen. Da war ich dann, weiß nicht so richtig. Dann kam aber der Kundenservice und meinte, hey, wie wäre es denn so? Wir machen die Breite in M, aber die Länge machen wir in S. Ich bin halt etwas breiter, aber nicht ganz so groß. Deswegen, wir können dir hier ein Custom Design anbieten. Da meine ich dann, gerne, wie teuer wird das denn? Beziehungsweise wie viel teurer wird das denn? Meint sie? Nix. Hat nix mehr gekostet, die Jacke im Custom Sizing zu bekommen. Ich habe genau den gleichen Preis, also 600 gezahlt. Nicht mehr, nicht weniger. Fand ich wirklich sehr, sehr nice. Die Jacke kam mir auch innerhalb von 2 Wochen an. Also innerhalb von 2 Wochen war sie fertig und danach 3 Tage nach diesen 2 Wochen war sie dann auch da. Und dann habe ich aber gemerkt, die Ärmel sind ja schon
relativ lang und die haben wirklich sehr, sehr viele Falten geworfen. Habe ich dann auch von Levi nochmal angeschrieben und meinte, ja, könnte man die Ärmel irgendwie nochmal kürzen lassen? Meint sich, klar, schick uns die Jacke zu für 35 Euro, also die Hinkosten für den Hinversand muss ich zahlen, plus die 35 Euro. Habe ich dann hingeschickt, innerhalb von 2 Wochen ist sie zurückgekommen, dazwischen waren auch noch Feiertage, also normalerweise geht das natürlich dann, denke ich mal, schneller. Und ich muss sagen, jetzt passt sie perfekt. Also man sieht nicht mal, dass da irgendwie was am Ärmel gemacht wurde. Und also bei diesem Kundenservice, das ist wirklich einfach nur göttlich. Sowohl die Verarbeitungsgeschwindigkeit als auch die Qualität der Verarbeitung. Also man sieht wirklich gar nicht, dass da auch nur irgendwas nachträglich an der Jacke gemacht wurde. Die Jacke kam dann auch sehr gut verpackt und wie vielleicht viele von euch denken, nicht in einer Plastikverpackung, sondern in einem sehr schönen Turnbeutel. Der ist auch wasserdicht und ja, finde ich wirklich eine sehr schöne Geste. Hier auch nochmal das Enfant Levé Branding drauf und ja, finde ich deutlich besser als einfach nur eine Plastikverpackung. Einfach weil, wie gesagt, der Turnbeutel ist wasserdicht und den kann ich zum Sport zum Beispiel auch verwenden. So, der mag vielleicht nicht viel wert sein, weiß nicht, vielleicht von 15 Euro oder so. Aber hey, wie gesagt, besser als eine Plastikverpackung. Und dazu kam dann auch noch eine Dankeskarte, wo nochmal drauf stand, vielen Dank für das Bestellen dieses Garments und dann mein Name in Handschrift nochmal geschrieben. Das sind wirklich Details oder diese kleinen Dinge, weswegen ein Shop dann einem in Erinnerung bleibt, aber weil es so eine schöne persönliche Erfahrung ist. Fand ich wirklich ein sehr, sehr schönes Detail und hier nochmal Props an Enfant. Viele von euch stellen sich wahrscheinlich die Frage, ist die Esseekita so viel besser als eine Jacke, die zum Beispiel nur 200 Euro kostet? Als Vergleich nehme ich jetzt hier mal meine M65 Jacket von Riot Division, einfach weil sie ungefähr die gleichen Funktionen erfüllen soll, im Sinne von, sie soll atmungsaktiv sein, einen warm halten, aber auch regenfest sein. Diese Jacke habe ich 2 Jahre lang getragen und wir vergleichen sie jetzt mal bezüglich Performance und nicht Funktion gegenüber der Esseekita Bomber Jacket. Wir fangen mit der Wasserfestigkeit an und hier ist die M65 meilenweit hinter der Esseekita. Einfach, ich kann die M65 zum Beispiel in wirklich starkem Regen maximal ungefähr 1 Stunde tragen, bevor ich wirklich merke, dass das Wasser auf die unteren Schichten durchkommt und bis ich mal mein T-Shirt merke, okay, da kommt so langsam was an. Während bei der Esseekita, wie auch eben beschrieben, beziehungsweise am Anfang beschrieben, ich wirklich in der Stunde im starken Regen mit Sturm stehen kann und da kommt nicht ein kleiner Tropfen durch. Nicht nur ist die Esseekita deutlich angenehmer zu tragen, mit einem deutlich weicheren und schöneren Hautgefühl als die M65, aber auch was einfach Wärmespeicherung angeht, ist Stotz Etherproof meilenweit vor der M65. Also wie eben beschrieben, muss ich bei der Stotz Etherproof bzw. bei der Esseekita Jacke mir keine Gedanken um Kälte machen, auch wenn es jetzt in 5 Grad Bereich geht, nur im T-Shirt. Während ich bei der Riot Division M65 wirklich mindestens ein Fleece anziehen muss, also T-Shirt und Fleece unter der Jacke, damit es einigermaßen aushaltbar ist. Auch wenn es in die wärmeren Temperaturen geht, wie zum Beispiel, sagen wir mal, ich gehe in ein Ladengeschäft rein mit der Esseekita, klar, mir wird schon sehr, sehr warm. Aber die Jacke transportiert die Wärme nach außen, so dass ich nicht schwitze, was bei der M65 nicht der Fall ist. Also bei 15 Grad zum Beispiel fange ich bei der M65 an schon richtig zu schwitzen. Natürlich bezahlt man bei der Esseekita nicht nur die Verarbeitung bzw. den Stoff, sondern auch Design und vielleicht auch Namen von Enfant bzw. die Marke selber. Aber wenn ich jetzt zurückblicke und die Wahl hätte zwischen, okay, entweder die M65 für 160 oder die Esseekita für 600, ich würde immer die Esseekita wählen. Einfach weil die Performance so viel besser ist, die Features sind so viel besser durchdacht, die Verarbeitung ist so viel besser und einfach das Gesamtprodukt ist deutlich auf einem komplett anderen Level als die M65. Ich will Riot Division natürlich auch nicht schlecht reden. Ich habe eine Jacke von denen, einen Pullover, 2 Hosen und dann noch einen Portemonnaie, aber Enfant Levé ist halt einfach auf einem komplett anderen Level, was Qualität der Verarbeitung, aber auch die Qualität der Produkte angeht. Um alles nochmal zusammenzufassen, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, ich bin super glücklich mit meiner Esseekita Bomber Jacket und bin super glücklich mit meinem ersten High-End-Produkt. Am Anfang hatte ich noch immer so ein bisschen Angst, okay, ja, das sind jetzt 600 Euro, die du ausgegeben hast. Was, wenn die Qualität nicht stimmt? Was, wenn es da Fehler im Produkt gibt? Was, wenn die Größe nicht stimmt? Was, wenn das Material vielleicht nicht so performt, wie man sich so hofft. Aber dann, als ich sie dann bekommen habe, anprobiert habe und auch mal ein bisschen getragen habe, weil viele Dinge merkt man erst nach bestimmter Zeit. Also man kann nicht ein Produkt auspacken, gerade nicht bei Kleidung, und dann erwarten, okay, das gefällt einem zu 1000%. Man muss dem Produkt einfach verschiedene Situationen aussetzen, wie zum Beispiel Regen, Sturm, Wärme, Kälte etc., damit man wirklich merkt, okay, wie performt das Material in welchen Situationen.
aber im Endeffekt bin ich wirklich super, super glücklich. Ich denke, ich kann hier für einen Großteil der Community sprechen, dass Enfant Neve für Leute, die einen ersten Einstieg in diese Preisklasse machen wollen, eine wirklich sehr, sehr gute Wahl ist. Ihr habt hier ein großes Sortiment an Produkten und einfach die Möglichkeit, das Material eurer Garments auszuwählen, ist wirklich, ja, ein Riesenplus, was wirklich kaum eine andere Marke bieten kann. Und ich habe schon meine Augen auf ein paar Hosen geworfen und mal gucken, ich glaube, das dauert nicht lange, bis ich mir die bestellen werde. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch einen guten Einblick geben konnte, was wirklich so ein High-End-Produkt ausmacht. Vielleicht habe ich ja sogar den einen oder anderen überzeugt, mal Enfant Neve auszuchecken. Ich bin gerade dabei, ein neues Format vorzubereiten und habe da jemanden, der sozusagen mit mir daran arbeitet. Also sollte sie bis zum Wochenende fertig werden, dann sollte das Format auch am Wochenende kommen. Falls ihr Fragen habt, Kritik, Wünsche oder sogar Komplimente, haut mir gerne in die Kommentare. Über ein Like und Abo würde ich mich natürlich super, super freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau da freaking rein. Yo, yo, yo. Vielen Dank an alle Leute, die seit dem Military Tech Video abonniert haben und auch danke für die ganzen Views und Likes auf diesem Video. Ich habe in diesem Video eine sehr unschöne Bemerkung gemacht und zwar, dass Leute, die Flecktannen in der Öffentlichkeit tragen, Vollidioten sind. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich habe das nicht wirklich so gemeint und wollte damit auch niemanden beleidigen. Ich wollte nur klar machen, dass Flecktarn in meiner Meinung nach nicht in der Öffentlichkeit tragbar ist. Trotz alledem aber ein großes Dankeschön an alle Leute, die kommentiert haben. Und das sind einmal Roy Mark, Play und Labs, Grandlos, Eugene Chan, Too Much Black, Skinner303 und Love Me. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Hau da.